Hallo liebe Hausbauhelden! Ja, als junge Familie unter 30 den Traum vom eigenen kleinen Haus erfüllen. Und das auch noch für unter 500.000 Euro. Das klingt für uns alle, glaube ich, ziemlich spannend, oder? Jannika und ihr Mann haben ihr eigenes kleines Haus mit Fingerhuthaus nicht nur sehr pragmatisch und praktisch, sondern auch sehr stilvoll geplant. Und wie das alles gleichzeitig funktionieren kann, das schauen wir uns jetzt an. Jannika, vielen Dank, dass wir euer kleines, wunderschönes Zuhause besuchen dürfen. Ihr seid eine junge Familie, beide unter 30 mit einem kleinen Kind und ihr habt ein Eigenheim. Da denkt man ja erstmal, das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ist das, bauen wir, kaufen wir, ne? Wo sind da die, ich sag mal, Vor- und Nachteile? Jetzt nicht nur preislich, sondern auch für die Zukunft. Ne? Dann sagt man natürlich, okay, wenn man neu baut, man kann es sich so ein bisschen selbst gestalten, man kann es so ein bisschen machen, wie man das sich wünscht und hat dann auch im Nachhinein erstmal, ich sag mal, vielleicht einen höheren Anschaffungspreis, auf die Länge gesehen dann, ne? Aber man weiß, okay, es ist erstmal alles da. Jetzt habt ihr euch für ein verhältnismäßig eher kleines, schnuckliges Haus entschieden. Also ihr habt 125 Quadratmeter Wohnfläche. Ist das auch eine finanzielle Entscheidung nur gewesen oder steckt da noch mehr dahinter? Wenn man im Lotto gewinnt und man hat 1 Million, dann baut man natürlich auch eine Villa. Nein, aber es muss auch, ich sage immer, ein bisschen praktisch sein. Ne? Es nützt mir nichts, wir sind nur zu dritt und wollen wir auch bleiben. Das heißt, was brauche ich dann? Noch mehr Räume, noch mehr Fläche, die wird nicht genutzt. Die Staub zu, ne? Und muss alles geputzt werden. Ich bin auch immer sehr ordentlich. Da muss man halt auch schauen, dass das, ich sag mal, auch passt. Trotzdem muss ich sagen, also wenn man hier reinkommt, es sieht wirklich total schick aus. Also man wird jetzt gar nicht denken, dass ihr so ganz pragmatisch geguckt habt, sondern es sieht hochpreisig aus, muss man wirklich sagen. Wie viel steckt jetzt letztendlich tatsächlich dahinter? Seid ihr da bei einer Basisausstattung geblieben? Wir haben tatsächlich viel in der Basisausstattung genommen, weil wir einfach gesagt haben, wir gucken uns erstmal an, was es so gibt. Was ist in der Basisausstattung dabei, was ist aufpreispflichtig und ich sag mal, brauchen wir das? Oder wollen wir da, ich sag mal, vielleicht dann eher die Möbelstücke dann vielleicht ein bisschen hochwertiger als dann in dieser Basis, weil es kommt halt auch immer drauf an, was ist einem wichtig. Und dann habt ihr noch was gemacht und zwar seid ihr handwerklich sehr begabt, beide, und habt auch keine Angst anzupacken und habt gesagt, okay, wir machen ganz arg viel selber im Innenausbau. Ja? Da mein Mann so elektrisch, ich sag mal, auch auf der Arbeit unterwegs ist, haben wir auf jeden Fall schon mal die gesamte Elektroplanung komplett alleine übernommen. Ja, wir haben auch die ganzen Decken und so den Innenausbau selber übernommen, also hier Rigipsplatten an die Wand und verspachtelt. Genau, dann haben wir den Boden selbst verlegt. Dann haben wir immer viel, ich sag mal, viel hier gearbeitet, auch nebenher. Einfach nachmittags, abends, nach der Arbeit oder so, einfach hier hin, immer was gemacht, jeden Tag ein bisschen. Es ist beeindruckend, was ihr da draus gemacht habt und ich finde es total toll, dass man irgendwo gerade auch an diesem Beispiel sehen kann, es muss vielleicht gar nicht immer die High-End-Lösung sein, um sich ein ganz tolles Zuhause hinzustellen. Und besonders toll, finde ich, sieht man es auch an der am Interior Design, an der Ausstattung. Und da würde ich sagen, wir schauen uns mal die Küche an, weil ja, die sticht auf jeden Fall raus. Gerne. Ich wollte nicht einfach in der Küche stehen, in irgendeinem anderen Raum. Ja. Alle sind irgendwie zusammen am Sitzen und am Quatschen und so haben wir gesagt, okay, wir machen was Offenes, dass ich dabei bin, wenn ich koche oder auch hier irgendwas am Schnippeln bin, dass ich trotzdem nicht weit weg bin. Ich habe dann auch meine Tochter ein bisschen im Blick, die ihre Spielecke quasi um die Ecke hat. Habt auch eine Theke, euch für eine Theke hier auch entschieden. Ist da auch, wahrscheinlich sitzt da mal gern einer gegenüber, trinkt ein Glas Wein oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, das auch oft, dass irgendeiner da sitzt und quatscht, auch wenn man hier mal am Schnippeln ist mit Freunden oder so irgendwie und der eine oder andere sitzt daneben und schaut zu. Unter der Theke haben wir noch ein bisschen Stauraum versteckt, weil man braucht ja doch immer ein bisschen viel in der Küche. Du bist, glaube ich, so ein bisschen fürs Interior Design hier zuständig, wenn ich es richtig rausgehört habe. Ja. Was war so deine Grundidee dahinter? Ich habe mir ja im Vorfeld halt gedacht, ich mag Schwarz. Schwarz finde ich immer gut im Allgemeinen, ob es jetzt Kleidung ist oder Möbelstücke. Und dann habe ich gedacht, hätte ich gerne irgendwas, was zeitlos ist auch irgendwo vielleicht. Ich kann mit der Deko ein bisschen spielen und sagen, okay,
Jetzt würde ich vielleicht ein bisschen in Senfgelb oder mal eine andere Farbe, die vielleicht mir dann irgendwann, wenn ich die nicht mehr mag, die ich dann austauschen kann. Und das Grundprinzip ist halt einfach immer so ein bisschen basic. Auch die Wände sind weiß, ne? Also da habt ihr auch jetzt nicht groß mit auf Farben gesetzt. Also das passt auch dazu. Und was ist das für ein Boden? Ist das ein Vinylboden? Oder? Genau, das ist ein Vinylboden. Den haben wir auch lange ausgesucht, weil man ja auch nicht wusste, welche Weißtöne, Farbmusterung. Und haben uns für den entschieden, der hat ein bisschen Muster, wir haben ja auch Katzenhaare und ne, Kind, was schon mal krümelt, dass man nicht alles sieht. Jetzt hast du gerade vom Stauraum gesprochen. Da stehe ich ja hier vor so einer Tür. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was bei eurem Haus grundsätzlich nicht geplant war, richtig? Das ist unsere, ich sag mal, unsere Abstellkammer, unsere Vorratskammer, alles Mögliche ist da drin. Und das fand ich tatsächlich sehr schön, weil es ist unter der Treppe. Der Raum ist meistens eh nie groß genutzt, weil die Treppe ist zu. Darunter ist dann immer, ich sag mal, so ein bisschen sonst verschenkter Platz. Hier ist einfach die Tür, die ist dann auch ein bisschen in weiß gelassen, damit sie unauffällig ist. Und dann kann ich einfach nach dem Einkaufen alles, ich sag mal, an Vorräten reintun. Gut, dann schaue ich da jetzt mal rein. Gerne. Ach so, aber das ist ja so groß, ist es ja gar nicht, ne? Was sind das? Sieht erstmal so aus, wenn man um die Ecke schaut. Es geht tatsächlich bis unter die Treppe. Also man hat da noch ordentlich, ich sage mal, versteckten Stauraum für Dinge, die man nicht alltäglich braucht. Echt gut. Das gibt nochmal richtig Platz. Die Regale sind richtig lang. Genau. Toll. Und auch am Boden ja noch Stellfläche, ne? Ja, ja. Also ich sage mal, jeden Zentimeter des Hauses genutzt. Sehr schlau genutzt auf jeden Fall. Gibt es jetzt hier ein konkretes Beispiel, wo ihr von der Basisausstattung abgewichen seid? Ja, wir haben bei unseren Terrassentüren haben wir so, ich kann es ja mal eben zeigen, so einen schwellenlosen Übergang, sag ich mal. Also es ist nur eine kleine Stufe, aber normalerweise hat man ja, ich sag mal, etwas höheren Absatz drin, dass man auch ja, mit Kinderwagen oder vielleicht auch mal einen Rollstuhl oder so einfach drüber kann. Also die Tür geht auch doppelt auf, man kann die auch dann ganz groß aufmachen. Aber das war uns wichtig, dass das so ein bisschen ebenerdig bleibt, dass man nicht immer eine Stufe hat, wo man vielleicht drüber stolpert oder wenn man Sachen rausbringt im Sommer draußen ist, dass man da so ein bisschen Platz hat. Und da haben wir dann gesagt, okay, das ist eine sinnvolle Sache, die wollen wir gerne haben und die haben wir dann auch, ich sag mal, aufpreismäßig noch dann mit dazu genommen. Wenn ich jetzt hier hochschaue, fällt mir auf, dass ihr hier gar keine Spots habt, ja? Also Lichtspots habt, LED-Spots. Ja, wir sind absolute Fans von indirekter Beleuchtung. Wir haben gesagt, okay, Spots, die sind hell, praktisch, wenn man aufräumen will. Aber ansonsten, wir wüssten nicht, wieso wollen wir die nutzen. Außerdem finden wir es auch optisch schön. Wir haben die Lampen in schwarz auch dann gemacht. So ein bisschen so ein Hingucker. Man kann verschiedene Lampen auch dann irgendwie mit Richtung verstellen. Man kann die, ich sag mal, an manchen Lampen, nicht alle, aber auch dann Farben einstellen, dass man so abends so ein bisschen Ambiente hat. Man kann trotzdem alles anmachen, dann ist es hell, wenn ich aufräumen will. Und wenn ich es gemütlich haben will, dann so ein bisschen variieren und irgendwie Highlights setzen. So, hier ist unser Gäste-WC. Ja. Ich mach mal die Tür auf. Klein, aber fein. Wow. Genau, das sind die Fliesen. Die waren, ich sag mal, wir waren im Fliesengeschäft und wir haben für unser Bad oben haben wir geschaut. Das waren so auch wieder schlichte Fliesen, sehen wir ja später. Und auf einmal kam mein Mann an und sagt, ich habe Fliesen entdeckt. Ich glaube, du denkst jetzt, ich bin wahnsinnig geworden und sagst so, nee, also das ist es gar nicht. Aber ich muss sie dir mal zeigen. Und dann gehen wir um die Ecke und diese Fliesen waren da. Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und er hat jetzt gedacht, okay, jetzt kommt so, nee, was sollen wir denn damit? Aber es war tatsächlich direkt in meinem Kopf in diesem kleinen Raum, nicht so überladen, sondern auch hier so halb gefliest. Ich hatte es direkt im Bild und habe gesagt, jo, die ist schön, die können wir nehmen. Und sag mal, jetzt sehen wir hier auch wieder bei euren Badmöbeln auch wieder schwarz-weiß. Es passt sehr gut rein und könnte eigentlich auch direkt zum Haus gehören. Ne, wir haben uns tatsächlich umgeguckt, einfach um zu schauen, was gibt's, welche verschiedenen Sachen gibt's da, die wir, ja, ich sag mal, kaufen können. Viele Sachen, die wir dann auch so zusammengestellt haben, dass sie zusammenpassen. Also auch, ich sag mal, Fronten oder anderes, dass wir gesagt haben, wir gucken uns die Materialien an und schauen dann im Endeffekt im Ganzen, dass das alles irgendwie so ein bisschen zusammenpasst. Also auch hier kann man sagen, man ist frei, selbst wenn man sich für einen Fertighaushersteller entscheidet. Man muss jetzt nicht nehmen, was irgendwie im Musterhaus angeboten ist, sondern man hat die Freiheit, auch darüber hinaus zu schauen. Ja, genau. Ja, dass man selber entscheiden kann, okay, möchte ich haben oder möchte ich nicht. Wir haben natürlich da auch viel geschaut, von zu Hause aus recherchiert und auch vorher schon uns Gedanken gemacht. Was gibt's, was kann man machen und ja, hat uns dann, ich sag mal, auch viel Arbeit dann gespart. So, einen weiteren Raum haben wir noch hier unten im EG und zwar ist es euer HWR. Den gucken wir uns doch mal als nächstes an. Ja, der ist direkt gegenüber. Der ist einmal hier. Gerne und der einmal reinkommen. Ist ja jetzt, sagen wir mal, man sieht sofort, ein bisschen größer ausgefallen als
man als normal erwarten würde. Was steckt da dahinter? Wir haben keinen Keller, dadurch, dass wir hier, ich sag mal, relativ niedrig von den Meterzahlen wohnen und der Grundwasserspiegel auch hoch ist. Wir haben öfter mal Überflutung, der Rhein ist in der Nähe. Und eine Dachkammer habt ihr nämlich auch nicht, ne? Eine kleine. Also wir haben eine Luke, da geht es nach oben, aber die ist halt auch nicht voll ausgebaut. Dadurch, dass wir halt mit der Dachneigung schauen mussten, war von unserem Bauplan, ich sag mal so, hergegeben, dass wir nur eine bestimmte Giebelhöhe oder eine Dachschrägenhöhe haben durften. Und dann ist der relativ, so ein Spitzboden, relativ klein. Man kann, ich glaube, in der Mitte gerade stehen, aber auch nicht super viel Platz. Ne? Ja. Und deswegen habt ihr euch hier für diese die große Variante entschieden. Sehr gut. So, ja, dann haben wir schon übers Dach gesprochen. Das ist für mich der Übergang, jetzt mal ins Obergeschoss zu schauen. Ja, gerne. Super, geh gern vor. So, Obergeschoss. Genau. Wunderschön. Wie viele Zimmer habt ihr hier? Wir haben hier 3 Zimmer und ein Badezimmer. Ja, ich sag mal hier relativ großzügig noch ein bisschen der Flur geplant. Und hier hinter mir ist das Schlafzimmer, da würde ich vielleicht direkt mal starten. Sehr gerne. Ja, also es ist groß genug auf jeden Fall. Aber ich glaube, ihr habt das kleiner geplant, als es ursprünglich gewesen wäre vom Grundriss. Genau, wir hatten die Wand, die hier gegenüber liegt, die grenzt ans Badezimmer und die war eigentlich, ich sag mal, ein bisschen länger geplant, also größer, dass das Schlafzimmer größer ist. Da waren dann Schränke oder so angedacht. Wir haben aber hier ja noch eine Ankleide. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, so viel Raum brauchen wir nicht. Wenn unsere Kleider alle in der Ankleide sind, warum brauchen wir dann da noch einen großen Schrank oder noch mehr Platz? Und uns war wichtig, dass dafür das Bad dann ein bisschen größer war. Deswegen haben wir das ein bisschen verkleinert, weil wir schlafen nur hier, ziehen uns vielleicht um. Und ansonsten, man ist ja nicht den ganzen Tag im Schlafzimmer nur unterwegs, dass man da hier irgendwie tanzen muss und Fläche braucht. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, das ein bisschen kleiner zu machen. Jetzt habt ihr hier so ein wunderschönes Dachfenster direkt über dem Bett. Gibt es da eine Story dazu? Ja, wir haben tatsächlich beide früher auch unterm Dach gewohnt, bei den Eltern. Kennen also schon immer Zimmer mit Dachfenster. Und dadurch, dass ja halt diese Schräge durch den Bauantrag vorgegeben war, haben wir gesagt, okay, wie können wir da vielleicht dann noch ein bisschen auch Licht reinholen, dass die Räume ein bisschen heller sind und freundlicher, dass es dann nicht so klein wirkt durch die Schräge. Das heißt, also das war jetzt auch nicht im Grundriss vorgesehen, in der Grundplanung vom Haus, diese Dachfenster? Nee, genau, die haben wir so noch ausgewählt, haben wir geschaut, welche Größe und wie viele wir gerne haben wollen, haben dann gesagt, okay, für jeden Raum 1. Dass wir da so ein bisschen Helligkeit und auch zum Lüften, ne, so wieder ein paar praktische Sachen auch mit drin haben. Und die haben wir dann auch noch dazu gebucht, weil wir gesagt haben, das ist uns halt auch noch wichtig. Jetzt haben wir vorher gesagt, der Kniestock, das haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt, der darf nur 1,35 hoch sein hier. Genau. Was hat das für einen Hintergrund? Wir wohnen direkt, ich sag mal, hier hinter ist eine Bahn. Da ist zwar auch eine Schallschutzmauer, aber der Schall geht wohl auch irgendwie drüber. Dann hat, ich sag mal, unser Bauantrag das so vorgesehen, dass man entweder 1,5-geschossig mit einem Kniestock bei 1,35 baut oder man hätte auch 2 Vollgeschosse bauen können, aber ich glaube, dann hätte das Obergeschoss nur 60% von der Größe des Gesamten halt haben dürfen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wird es ein bisschen eng. Dann machen wir halt die Dachschräge, was aber dann auch wiederum, ich sag mal, wie gesagt, Vorteile durch die Dachfenster hat, weil wir das eigentlich auch jetzt im Nachhinein und dadurch, dass wir es immer früher schon hatten, eigentlich auch ganz schön finden. Und der Kniestock, der ist jetzt auch in der ursprünglichen Planung von dem Musterhaus, das ihr gesehen habt dazu, war der höher? Genau, der war, ich weiß nicht auf wie viel, 1,60 oder so irgendwie. Und dann haben wir nachgefragt, ob das geht, dass wir den runtersetzen oder ob das irgendwelche Probleme in der Planung dann gibt, weil dann wird vielleicht auch die Dachneigung ja anders. Das weiß man ja vorher nicht so, aber das war überhaupt kein Problem. Wollen wir vielleicht noch kurz in den wunderschönen begehbaren Kleiderschrank reingehen? Ja, können wir gerne. Geh doch gerne vor. Weil das ist ja schon, also der ist auch größer, als man denken würde, wenn man jetzt ja, so um die Ecke reinkommt. schaut. Ja. Ne? Genau, es geht hier so ein bisschen rum. Dann haben wir auch uns dafür entschieden, einfach ganz praktisch ein paar Bretter zu benutzen, weil es ist günstig. Es ist ja nicht irgendwie Schnickschnack, weil wofür brauche ich da noch irgendwelche Beleuchtung oder selber sonstiges? gebaut jetzt hier auch. Genau, ja. haben wir auch selber geschraubt, ausgemessen und geguckt, wie viele Bretter, in welcher Höhe wollen wir haben. Noch ein paar Stangen angebracht für Dinge, die man aufhängt. Und ja, immer so ein paar kleine Gedanken gemacht dazu. Sehr cool.
So, dann geht es einmal in den nächsten Raum. So, und das wäre eigentlich ursprünglich nämlich das Kinderzimmer gewesen. Ja, genau, weil wir halt natürlich praktisch gedacht haben, jo, Kinderzimmer direkt gegenüber, kurzer Weg. Dann ist uns aber während der Bauphase so eingefallen, okay, unsere Tochter wird auch mal älter, hat dann vielleicht Besuch da, Freundinnen, Übernachtungspartys, macht Musik und ist am Wochenende vielleicht mal länger wach wie wir. Möchten wir das so direkt, ich sag mal, Wand an Wand immer mitbekommen, wenn sie den Fernseher aufdreht oder sonstiges? Oder sollen wir das vielleicht doch ein bisschen, ich sag mal, umswitchen? Und deswegen haben wir dann gesagt, dann machen wir hier einfach so einen Allround-Raum, Gästezimmer für Besucher und auch, ich sag mal, so Büro, Hobby-Ecke, dass wir diesen Raum dann hier hinpacken, so als Puffer. Weil die paar Meter, die sie dann vielleicht mehr laufen muss, zu uns jetzt noch, die machen das dann auch nicht aus. Ich glaube, das war eine weise Entscheidung. Ja. Und jetzt freue ich mich aufs Kinderzimmer. Ja, gerne. So, Jannika, jetzt sind wir im Kinderzimmer. Erzähl ein bisschen was dazu. Ja, wir haben, ja, ich sag mal, erstmal geschaut, wie passt es platzmäßig von den Dachschrägen. Wo kommt das Bett hin? Wo kommen vielleicht die größeren Möbel hin, wie Schrank? Dann, ich sag mal, an die Wand, die so ein bisschen hinter der Tür versteckt ist. Und ihr seid ja, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, handwerklich begabt und ihr macht einiges. Und jetzt habt ihr uns da so einen kleinen Trick gerade schon mal verraten. Vielleicht magst du uns das mal zeigen? Ja, klar. Wir haben hier den Schrank an der Wand befestigt, damit er nicht umkippt. Diesen hier? Genau, diesen hier. Der geht eigentlich nur bis hier. Das hat den Grund, wir haben noch ein Elektrogerät im Schrank. Eine Sprachsteuerung? Und, genau, eine Sprachsteuerung. Die musste natürlich irgendwie an den Strom und deswegen haben wir das so ein bisschen so umgebaut. Und dann haben wir gesagt, alles klar, hier ist nur so ein kleiner Raum dazwischen. Da war vorher erstmal nichts, weil welcher Schrank passt in so eine Nische? Und dann kam uns irgendwann die Idee, okay, wir haben diese Boxen, gucken wir mal, wie groß die sind. Ja, okay, das könnte gut passen und haben dann einfach, ich sag mal, hier so ein paar Bretter genommen und ja, befestigt, damit wir noch ein bisschen Stauraum haben für andere Dinge. Ja, ist wie so ein Einbauschrank, sieht es jetzt eigentlich ja, aus. Genau. Ne? Und ihr habt hier einfach Bretter hin, ausgemessen entsprechend und über Winkel an der Wand befestigt. Genau, an der Wand befestigt, dass es so gepasst hat. So, und jetzt haben wir im Obergeschoss noch das Badezimmer. Und wir haben ja schon gehört, es ist etwas größer ausgefallen als ursprünglich geplant. Jetzt bin ich neugierig. Gucken wir uns das nächste noch an. Gerne. So, dann geht es einmal ins Badezimmer. Okay, ja, das ist auf jeden Fall groß. Erzähl mal, was steckt da planungsmäßig dahinter? Wir haben uns gedacht, später, wir haben ja eine kleine Tochter, die wird dann auch mal irgendwann älter, ist vielleicht mal in der Pubertät und braucht dann mal eine Stunde im Bad oder so, dass wir ein bisschen Platz haben. Also dass wir nicht dann, ich sag mal, uns drängen im Badezimmer und ja, nicht wissen, ich muss meine Hände waschen und der Nächste sagt, ja, ich muss aber auch und dann gibt es nachher Stress. So haben wir Platz, wir haben ein bisschen Fläche für Stauraum, was man halt mal so braucht alles. Man hat aber trotzdem, ich sag mal, auch einen schönen Raum. Es ist nicht das Gefühl, dass es zu eng ist. Wir haben darauf geachtet, dass die Dusche schön groß ist. Jetzt im Moment duschen wir noch, also mit meiner Tochter mit zusammen, ne? Dass wir da Platz haben und dass das trotzdem gemütlich ist. Wir haben auf eine Badewanne verzichtet, weil wir die auch nicht brauchen. Wir haben nie gebadet, also keiner von uns jemals, außer als wir mal Kinder waren. Und wichtig, also ihr habt ein schönes, großes Waschbecken, ein langes Waschbecken. Ich glaube, das war dann auch eher wichtiger, ne? Genau. Ich habe gesagt, dass wir auch mit 2 Mann oder dann auch mit 3 schon mal nebeneinander irgendwie stehen können. Der eine wäscht sich die Hände. Wir haben auch hohe, ich sag mal, Wasserhähne genommen, dass man auch mal einfach die Haare waschen kann. Ne? Und nochmal zur Erinnerung, hier ist ja das Elternschlafzimmer anliegend und das ist ja kleiner geworden und das Bad dafür größer. Kann man irgendwie so ein bisschen eine Größenordnung geben, wie groß wäre das Bad gewesen anders? Also wahrscheinlich so, wäre das jetzt bis hier gegangen? Vielleicht so ein bisschen ab der Dusche oder Hälfte, ja nicht Hälfte nicht, aber schon. Ich hätte mal gesagt, von hier, da hätten ja dann noch Schränke gestanden an dem anderen Raum und dann wäre die Dusche natürlich wahrscheinlich irgendwo anders gewesen. Der Platz für das große Waschbecken wäre nicht gegeben, weil die Dachschräge auf der Seite ist. Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, nachträglich, das hätte man vielleicht doch lieber anders geplant oder so im Wohnen, dass irgendwas aufgefallen ist? Oder seid ihr bisher 100% safe mit euren Entscheidungen? Nee, also tatsächlich, dadurch, dass wir uns halt vorher auch schon viele Gedanken gemacht haben, gibt es erstmal nichts zu bemängeln. Also wir haben nichts gefunden, wo wir sagen, boah, hätten wir das mal gemacht oder hätten wir das. Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir uns so entschieden haben. Klar, man kann immer größer oder was auch immer, aber man muss halt auch gucken, dass es irgendwie passt. Und das passt für uns total. Ist egal,
wie ist die Größe, wie ist die Form, ne, im groben Sinne, sondern einfach, wie sieht es aus, fühlen wir uns wohl und das tun wir auf jeden Fall. Ja, Nika, ich finde, eure Story macht wirklich Mut, dass es unter gewissen Umständen doch klappen kann, sich auch als junge Familie den Traum vom Eigenheim erfüllen zu können. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, und wenn ihr noch mehr Inspiration zu diesem Haus sucht, dann findet ihr wie immer den Link zu allen Infos in der Videobeschreibung. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert dabei unbedingt auch die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.